Ich weiß noch, wie ich mich damals fühlte, als ich die ersten Stunden in einem Total War Spiel verbrachte. Ich war total begeistert. Oh Gott. Mir wurde Rome Total War vor bestimmt schon 10 Jahren geschenkt und bereits der Blick auf die Rückseite der Spieleverpackung ließ mich davon träumen, mit meinen Legionen ganz Europa zu unterjochen. Denn nicht nur, dass ich schon damals gerne am PC spielte, auch die Tatsache, dass ich seit klein auf ein Faible für die Antike hatte, befeuerten meine Gedankenspiele noch bevor ich überhaupt die CD-ROM in mein Laufwerk gelegt hatte. Als ich das dann endlich tat und loslegen konnte, war der kleine Kalimo natürlich komplett überfordert und chronisch pleite. Dennoch funkelten meine Augen beim Anblick der aufmarschierenden Stadtwache und der Introfilme der historischen Schlachten, die ich mir immer und immer wieder ansah, ohne diese Schlachten dann überhaupt zu spielen. Wir schreiben das Jahr 9 nach Christus. Der Ort Germanien, jenseits der Grenzen des Imperiums. Der Sprecher von damals bleibt unter anderem auch deswegen für mich immer mit diesem Spiel verbunden. Langsam tastete ich mich an das Spiel heran, anfangs noch mit Cheats, die mir erlaubten, Unsummen an Geld anzuhäufen, später dann auch ohne diese Hilfsmittel. Zu sehen, wie meine Generäle immer mehr Sterne erhielten und sich gute oder auch schlechte Charaktereigenschaften aneigneten, faszinierte mich. Diese Faszination hat mit den Jahren natürlich etwas nachgelassen. Man wird älter, versteht das Spielprinzip immer besser und setzt die rosarote Brille eines unwissenden Grundschülers ab, der bisher nur eine Handvoll Spiele gesehen hat. Doch der Spaß an Total War ist geblieben, denn kein anderes Spiel schafft die Verschmelzung der zwei Genres in einer solchen Qualität wie die Machwerke von Creative Assembly. Rundenbasierte Reichsverwaltung auf der Kampagnenkarte mit Diplomatie, Gebäudebau, Einheitenrekrutierung und Armeenbewegung und Echtzeitschlachten auf den Gefechtskarten, in denen man die Einheiten, die man eben noch auf dem Papier hatte, in ganzer Pracht betrachtet und es als General in der Hand hat, selbst ausweglos scheinende Situationen zu meistern und so selbst den gefährlichsten Feinden Herr zu werden. Das war cool. Total War entführt mich dabei immer in Welten, die ich entdecken will. Die Antike, das Mittelalter, das feudale und industrialisierte Japan, europäische Konflikte im 18. und 19. Jahrhundert und zuletzt die Fantasy-Welten von Warhammer. Alles wahnsinnig interessant und mit Liebe zum Detail umgesetzt. Was habe ich alles gelernt, während ich Stunde um Stunde in einen der Teile versenkte und mein Reich wachsen ließ? Hat das immer Spaß gemacht? Nee. Die KI war teilweise zum Haare ausreißen und auch sonst gibt es hier und da immer wieder einige Schnitzer, die einen zur Weißglut treiben können. Aber letztendlich komme ich doch immer wieder zurück, um nur noch ein paar Runden zu spielen und die letzte Stadt für meine Provinz einzunehmen. Und dann sind wieder einige Stunden vergangen. Sicherlich auch, weil mir Total War viel ermöglicht hat. Dieser Kanal wäre ohne diese Reihe sicherlich schon längst eingestellt worden. Doch immer wenn was Neues zu Total War die Runde macht, bin ich hellhörig. Auch weil ihr mich in den Kommentaren fragt, ob ich zu dem neuen Total War ein Projekt machen werde. Mein Dank gilt natürlich auch Koch Media, die mir einige Ableger bereits vorab zur Verfügung stellten und mir Dinge wie das Interview mit Andy Hall anboten. Ich bin glücklich, dass die Reihe so lange schon besteht und dass trotz einiger Ausreißer wie dem vergeigten Release von Rome 2 und der manchmal etwas fragwürdigen DLC-Politik. Denn ohne Total War würde gleich ein einzigartiges Spielprinzip wegfallen, für das es schlicht keinen Ersatz da draußen gibt. Doch das ist nicht der Fall und deshalb glänzen meine Augen bei einem neuen Ankündigungstrailer fast genauso wie bei dem kleinen Kalimo, als er zum ersten Mal in die Schlacht zog.